Der internationale Reselling-Markt für Designer-Fashion ist riesig und wächst extrem schnell. Manche Sneaker wechseln wenige Monate nach Release für das Doppelte oder noch mehr den Besitzer. Das heißt, hier lässt sich extrem gutes Geld verdienen. Das passt ganz gut, denn als durchschnittlicher Zuschauer dieses Kanals bist du wahrscheinlich nicht an der künstlerischen Arbeit der Designer interessiert, sondern nur an einer einzigen Sache. Wie kann ich damit verdienen? Und naja, zum Glück ist der Sneaker Reselling Markt ein Dirty Game mit vielen Scams, Insiderhandel und anderen dubiosen Geschäftspraktiken, die wir, wenn wir sie kennen, uns zu eigen machen können. Hier sind 3 einfache DIY-Methoden, die du zu Hause mit deiner Familie nachmachen kannst. Dieser junge Zeitgenosse hat, wie ihr seht, ein ganzes Warenhaus voller seltener Sneaker und macht damit laut Bloomberg Business Week ca. $200.000 im Monat. Nicht schlecht für einen 19-Jährigen. Sein Name ist Herbert. Joe Herbert. Eigentlich war seine Identität lange anonym, bis ihn ein kleiner, aber verhängnisvoller Fehler unterlief. Er nahm die Kreditkarte von Mama, als er Waren für sein Unternehmen kaufte. Gut, mit 19 Jahren kann das mal passieren, aber damit war natürlich Schluss mit der Anonymität und hier ging der Ärger dann erst richtig los. Seine Mama war nämlich nicht irgendeine Mama. Ann Herbert ist zufälligerweise Vice President von Nike North America und war unter anderem da für die Sneakers-App zuständig, in der Nike ihre limitierten Sneaker droppt. Die ganze Geschichte soll dann wie folgt abgelaufen sein. Sohnemann Joe konnte durch den nahen Draht zu Nike enorme Mengen der Schuhe durch Dritte, in dem Fall Nike-Mitarbeiter, im hauseigenen Company Store einkaufen. Nicht nur kam er so an unglaubliche seltene Modelle wie den Nike Air Max oder unzählige, Jean Witherspoon, Air Max 97, Air Dior, halt hier die ganzen Hype-Sneaker, ne? Kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr euch dafür interessiert. Die Preise waren für ihn dementsprechend dank Mitarbeiterrabatt noch niedriger, teilweise 40-50% unter Marktwert. Und als ob das noch nicht alles genug wäre, hat er zusätzlich auch noch Bots genutzt, um beim Drop noch mehr Sneaker zu kaufen. Eine Woche nachdem die Verbindung zu seiner Mutter öffentlich wurde, trat diese von ihrem Posten bei Nike zurück. Zu Recht, denn für Nike war das Ganze ein PR-Debakel. Der CEO John Donahoe höchstpersönlich schaltete sich ein und gab eine Erklärung zu dem Vorfall ab. Und spätestens wenn Konsumenten anfangen, kritische Memes über dein Business zu erstellen, weißt du, dass die Lage ernst ist. Also, was lernen wir aus dieser Methode? Man braucht eine Mutter im höheren Management bei einer relevanten Firma. Easy. Ja, okay. Ihr habt alle keine Mütter in solchen Positionen. An alle Mütter bei mir auf Instagram. Verstanden. Das Ganze klappt aber auch, wenn euer Vater ein berühmter Sportler ist. Den hier kennt ihr, aber kennt ihr auch seinen Sohn, Marcus Jordan? Michael Jordan, in Klammern jetzt wieder der Vater, hat schon lange mit Nike seine eigene Kollektion. Hier die ganzen Air Jordan 16, 17, kenn selbst ich und natürlich sind diese Treter sehr beliebt. Das heißt, sie sind schnell ausverkauft, das heißt wiederum, sie werden teurer, was gut für uns ist. Jetzt ist es so, dass Sohnemann seinen eigenen Sneaker-Store namens Trophy Room hat. Dieser hat bereits mehrfach in der Vergangenheit mit der Jordan Brand kollaboriert. Macht ja auch irgendwie Sinn, ist eine Familie. Bei einem dieser Collabo-Sneaker-Launches in der Vergangenheit kam es aber plötzlich zu Unstimmigkeiten. Der Trophy Room XR Jordan 1 ist ein sehr begehrter Sneaker. Er wurde Anfang 2021 released. Originaler Preis damals $190. Preis heute ungefähr $1.600. Das ist eine Rendite, von der können die meisten von euch nur träumen, geschweige denn Sparbuchinvestoren wie Olaf. Aber hier und auch bei anderen Sneaker-Launches gab es immer wieder Gerüchte und Anschuldigungen, dass Trophy Room angeblich den meisten Stock backdoort. Was heißt das? Der Stock wird hier durch die Hintertür an große Reseller verkauft. Nur ein Bruchteil wird beim Release normalen Leuten angeboten. Die Theorie wird durch die Reseller selber bestärkt. Die posten nämlich zum Beispiel auf Instagram wenige Minuten nach Release und ausverkauften Drop Bildern mit hunderten Paaren der seltenen Schuhe. Für Ladenbesitzer sind die Dinger sowieso ein Horror. Der Retailpreis ist meistens gar nicht mal so hoch, das heißt die Marge ist eher durchschnittlich, aber man muss zusätzliche Securities hiren und hat mehr Stress, denn der Ansturm auf die Läden am Release Day ist gewaltig. Ich meine, guckt euch das Ganze mal hier beim Air Jordan Retro Release an. You will not believe all the reports of violence that broke out when people rushed to get the newest pair of Air Jordans. Deswegen verkaufen viele Händler die Limited Editions am liebsten online. Aber auch hier müssen sie damit kämpfen, dass zum Beispiel Bots die Webseite stürmen und versuchen an mehr als ein Paar der Limited Edition zu kommen, um natürlich dann Profite durchs Reselling zu machen.
Ein Frankfurter Bub hat den Spieß aber umgedreht und quasi die Scammer gescammt. Und apropos Scam, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, aber zurück zum Thema, denn auf seiner Webseite verkaufte er Limited Edition Schuhe und Fotos von Limited Edition Schuhen. Das Listing sah fast gleich aus, nur die Fotos waren mit einem kleinen Hinweis markiert, der aber von den Bots nicht erkannt wurde, sodass die Bots dachten, sie kaufen die Schuhe, obwohl sie die Fotos kaufen. Und so verkaufte er die Fotos von den Limited Editions für 70 € pro Foto. Ja, Marge wahrscheinlich höher als bei so manchen Rapper-Eistee. Köstlich, schmöchtlich. Doch jetzt das krönende Ende. Einer der größten Scams in den letzten Monaten ist der sogenannte Zadeh-Scam. Hierbei wurden Millionen generiert. Sogar das FBI ist involviert, also wirklich inspirierend. Zadeh gab vor, dass er geheime Kontakte bei Nike in Oregon habe und deswegen Limited Editions zu sehr günstigen Konditionen bekommen konnte. Er war sogar teilweise in den Top 3 aller Shopify-Seller und die Deals von Zadeh waren oftmals zu gut, um wahr zu sein. Ja gut, wer hätte da misstrauisch werden können? Anfangs wurden die Sneaker noch fristgerecht versendet, doch in den letzten Monaten gab es immer mehr Probleme. Kunden bekamen ihre Schuhe nicht, Zahlungen wurden nicht zurückgezahlt und so weiter. Ein Twitter-Thread von Zadeh, der eigentlich ein einziger Flex war, gab den besorgten Kunden nicht gerade mehr Sicherheit. Audemars Piguet, dicke Uhren, Lambos etc. Here in my garage, just bought this new Lamborghini here. Zadeh nutzte das Geld von Pre-Order-Zahlungen, die er teilweise ein halbes Jahr oder länger nicht erfüllte, um andere Investments zu tätigen. Working Capital Optimierung vom Feinsten. Doch, ihr ahnt es schon, sowas geht nicht ewig gut. Als Kunden dann nämlich anfingen, teilweise ihr Geld über Kreditkarten oder PayPal zurückzubuchen, brach das Kartenhaus in sich zusammen und Zadeh war gezwungen, sein Business runterzufahren. Noch stehen Millionen an Schulden aus und es ist fraglich, ob Kunden von Zadeh jemals ihr Geld wiederbekommen werden. Ja Freunde, wie ihr seht, bedarf es als erfolgreicher Reseller nur 3 Eigenschaften. Erstens, man muss sich mit Sneaker auskennen. Zweitens, man muss gute Kontakte haben. Und drittens, man muss skrupellos sein, seine monetären Ziele zu verfolgen. 2 Sachen davon könnt ihr euch selber beibringen. Die dritte bringe ich euch auf diesem Kanal hier bei, also kommentiert gerne mal weitere Themenvorschläge. Das wäre soweit von dem Video. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, wie das Ganze in der Praxis aussieht, schaut euch bitte dieses Video vom Follow Me Report an.